Okay. Ich will nichts anderes als ein kompletter Wechsel des Bildungssystems. Ich weiß, ich kann das aber nicht alleine. Aber ich kann es zumindest angehen und probieren und hoffe, dass dann andere Leute dazukommen. Das ist nicht mein erster Schritt in die Richtung, sondern nicht mal der zweite, eher der dritte, vierte, fünfte, was weiß ich. Und irgendwann bin ich überzeugt, das wird was. Hey, na, ich bin heute tatsächlich ein bisschen nervöser als sonst, das merkt ihr vielleicht. Und heute ist auch ein etwas anderes Video als sonst. Ich glaube, so persönlich war bisher kaum ein Video von mir und so viel Zündstoff hatte ich auch noch nie in meinen Videos. Das will was heißen. Jetzt ist nämlich Schluss mit Reden. Jetzt gehen wir das Ganze selbst an, denn darum ist unser Bildungssystem Müll. Ich weiß, ein Großteil von euch ist noch im Schulsystem unterwegs, aber auch etwa 40% sind schon fertig mit Schule, Ausbildung oder Studium. Lasst mich mal von meiner Schulzeit kurz erzählen. Wir hatten 2 Jahre lang in meiner Gymnasialzeit kein Bio, weil unser Biolehrer krank war und weil kein Ersatz gefunden wurde. Wir hatten ihn auch in Erdkunde, wo dann allerdings nach ungefähr einem halben Jahr eine Referendarin gefunden wurde, die allein unterrichtet hat. Die Arme, muss man dazu sagen. Ich kann also weder viel in Bio noch in Erdkunde. Informatik war bei uns freiwillig in der Schule und maximal 2 Stunden in einem einzigen Jahr meiner 13 Jahre Schullaufbahn. Wir haben dort Programmieren gelernt mit C# und sind nicht weitergekommen als zu Funktionen. Der Lehrer war super nett, aber er war halt Mathelehrer und übrigens auch Konrektor, der andere Verpflichtungen hatte und hatte davor noch nie programmiert. PC-Räume gab es 2 für die ganze Schule, allerdings konnte auch kein Lehrer damit wirklich umgehen. Unser Englischlehrer schrieb, weil er nicht wusste, dass wir Schüler extra Accounts hatten, sein Passwort an die Tafel, mit dem wir uns einloggen sollten. Er war Administrator. Und soll ich euch was sagen? Ich mache keinem dieser Lehrer auch nur irgendeinen Vorwurf. Wir hatten gute Lehrer, aber sie waren halt maßlos überfordert. Wir waren nicht auf einem Niveau. Ich war in Mathe vollkommen gelangweilt und habe aus Langeweile die Hausaufgaben der anderen Fächer gemacht. Andere hatten in Mathe nicht mal den Stoff aus dem Vorjahr ansatzweise verstanden. Was soll dann ein Lehrer tun? Unterstützt er die Schüler, die ihn sowieso am meisten hassen, weil es halt das meistgehasste Fach ist? Gibt er ihnen in seiner Freizeit Nachhilfe, obwohl weder er noch die Schüler darauf Lust haben? Und heute höre ich auch immer wieder in meinen Kommentaren auf meinem anderen YouTube-Kanal, du erklärst in 5 Minuten, was unser Lehrer in 2 Stunden nicht hinbekommt. Ja, weil euer Lehrer 1000 Sachen gleichzeitig machen muss. Und diese Missstände haben sich extrem gezeigt, als Corona zugeschlagen hat. Plötzlich musste man online, plötzlich musste man dieses digital. Und da zeigte sich, goddammit, diese Schulkinderplagen sind besser in meinem Fach als ich. Wir halten fest, Lehrer bekommen zu wenig Fortbildung. Das ist wichtig. Aber wie sich in den letzten Jahren noch mehr gezeigt hat, kommt da immer mehr dazu. Wir haben nämlich nicht mal ansatzweise genügend Lehrer. Was übrigens auch ein Grund ist, warum da so wenig Fortbildungen möglich sind, weil sie halt keine Zeit haben. Bei Berufsschulen zum Beispiel fehlen laut einer Studie knapp 40% der Stellen. 40%! Damit müssen dann die Klassen also fast doppelt so groß werden, damit alle Schüler überhaupt den Unterricht können. Eine individuelle Betreuung gibt es da wohl eher nicht. Oh, und wahrscheinlich kennt ihr das Video von Simplicissimus, warum unser Schulsystem so schlecht ist. Chancengleichheit ist nochmal ein ganz anderes Problem. Kinder aus wohlhabenderen Familien gehen viel eher auf ein Gymnasium. Und wenn das Schulsystem aus Trinidad oder der Vereinigten Arabischen Emirate gerechter ist als unseres, da sollte man dann doch wohl ein bisschen dran schrauben wollen, oder? Und von der Informatik, dem Fach, das ich an Hochschulen unterrichte, sprechen wir noch nicht mal. Eine Studie belegt, dass speziell Deutsche im Vergleich innerhalb der EU, aber auch insgesamt absolut medieninkompetent sind. Darunter zählen selbstverständlich auch die Erwachsenen. Aber auch insgesamt sah es nicht gut aus. Und was machen wir? Das höchste der Gefühle wird sein, das Fach Informatik als Pflichtfach in der Schule einzuführen. In dem Kinder dann, wie zum Beispiel in Österreich, aus veralteten Büchern lernen, wie man Kabel in einen Rechner steckt. Dass das
schon kaum die Realität abbildet, immerhin haben heutzutage die meisten nur noch Smartphones und nicht mal mehr Rechner, wird leider nicht mal bedacht. Und trotzdem ist Bildung einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Faktor für so ziemlich alles. Gesundheit fängt mit Bildung an, Innovation, wirtschaftlicher Erfolg, Fortschritt, aber auch Glück und Zufriedenheit hängen mit Bildung zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, es muss sich was ändern. Aber was? Ein Lehrer, der bis zu 50 Schüler in einer Klasse unterrichtet, wird es schwer haben, sich auch nur die Aufmerksamkeit aller zu beschaffen, geschweige denn dafür zu sorgen, dass alle wirklich alles verstehen. Und das sollte das Ziel sein. Es ist in unseren Schulen bald so wie in Universitätshörsälen. Und hier auch nochmal anekdotisch aus meiner Uni-Zeit. Wir hatten in meinem ersten Semester Informatik in den Pflichtvorlesungen über 900 Studierende. Damit haben wir den größten Hörsaal der ganzen Uni gesprengt und die Vorlesung wurde live gestreamt in andere Hörsäle. Fragen konnte man dann an den Moderator, jeweils in dem kleineren Hörsaal vorne stellen, der sie dann an den Dozenten übermittelt hat und dort wurde sie dann beantwortet. Ein bisschen weniger stark ist das bei Schulen, doch allmählich driftet das Ganze immer mehr in diese Richtung. Lehrer können sich nicht die Zeit nehmen, 50 Schüler zu betreuen. In einer Schulstunde, wenn man das mal so rechnet, bleibt für einen Schüler bei 45 Minuten nicht mal mehr eine Minute übrig. Am besten lernt man hingegen, wenn man einen Coach hat, der konkret wirklich sagt: Schüler-san, deine Python-Code sieht aus wie die Kackwurst, die ich soeben habe gesetzt. Dann weiß der Schüler, dass er an Clean Code arbeiten muss. Was muss ich also lernen? Wie muss ich lernen? Vor allem, was brauche ich? Speziell individuelle Betreuung. Diese Fragen werden immer wichtiger. Und natürlich muss dieser schlaue Mensch auch selbst immer am Zahn der Zeit bleiben, sonst wird das sehr schwer, einem Schüler die Betreuung zu geben, die er wirklich braucht. Oh, habe ich da etwa gerade eine Lösung vorgeschlagen, die komplett ohne Digitalisierung auskommt? Mehr Lehrer, mehr Einzelbetreuung und vor allem Fortbildung für Lehrer. Ja, krass. Richtig, Digitalisierung kommt jetzt. Jetzt ist Deutschland ja von Natur aus nicht nur technikskeptisch, sondern zu einem Teil schon fast technikfeindlich. Doch so leid es mir tut, entweder man holt Lehrer aus der Rente wieder zurück oder wir werden vermutlich einen dauerhaften Lehrermangel haben. Oder man benutzt die Technik, die wir haben. Ich habe versucht, all das, was ich gelernt habe, nun mal umzusetzen und versuche das jetzt hier mal zu formulieren. Für den nächsten Teil bitte ich zu bedenken, dass ich selbst Dozent bin. Das ist also kein Hate, sondern konstruktiv gemeint. Also, warum brauchen wir Lehrer und Dozenten, die jedes einzelne Jahr exakt dasselbe vortragen? Wäre es nicht tausendmal sinnvoller, die Mittel, die wir haben, zu nutzen und das Wissen aufzuzeichnen, wie in so einem Video hier gerade, sodass sich die Schüler und Studenten einfach alles ansehen können, wenn sie die Zeit und die Lust dazu haben? Und warum genau müssen die Studenten denn beim Dozenten überhaupt anwesend sein? Ah ja, die Betreuung. Damit man auf die Fragen Einzelner eingehen kann. In einer Minute pro Schüler, plus dann kommt ja noch die Erklärzeit dazu. Ja, in meiner gesamten Zeit als Dozent und übrigens auch während meiner Zeit als Student kamen immer maximal eine Handvoll Fragen pro Vorlesung rein. Meist chillen sich die Studenten ihr Leben und warten eigentlich darauf, dass es vorbeigeht. Das eigentliche Verstehen kommt, Achtung, in der Nachbereitung. Das heißt, wenn Sie nochmal sich Ihre Notizen ansehen. Oder, das wäre der zweite Teil, davor. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass genau da die Lösung drin liegt. Wenn Schüler oder Studenten ohnehin nur ihrem Lehrer zuhören und entweder direkt beim Zuhören oder erst im Nachgang verstehen, was eigentlich Sache ist, wieso lagern wir dann diesen Prozess nicht in Videos aus? Ich habe auf meinem Kanal The Morpheus Tutorials, meinem zeitlich gesehen ersten Kanal, über 2000 Tutorials für Informatik und IT und nicht wenige Kommentare sagen, sie haben es beim Dozenten nicht verstanden, doch jetzt in der Nachbereitung mit meinen Videos ist ihnen einiges klar geworden. Was wäre also, wenn der Dozent gar nicht mehr live die Vorlesung hält, der Lehrer gar nicht mehr live seine Inhalte erklärt, sondern das Ganze einfach als Video bereitstellt? Damit sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Arbeit. Ich allein habe fast ein komplettes Informatikstudio allein mit meinen Videos abgedeckt und ich arbeite daran, dass es tatsächlich ein komplettes wird. Die Inhalte, die zusätzlich sind,
zu dem Informatikstudium sind da noch nicht mal gezählt. Und nein, natürlich will ich nicht das Monopol auf Informatikvorlesungen, das soll als Beispiel dienen. Damit braucht man aber klassische Dozenten und auch Lehrer der Informatik eigentlich nicht mehr. Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Nein, und genau das will ich eben nicht. Um genau zu sein, ist das Gegenteil von dem, was ich will. Wenn Schüler sich als Hausaufgabe die Inhalte ansehen auf YouTube, sich dazu Notizen machen und vielleicht schon einen Teil verstehen, bevor der eigentliche Unterricht zu dieser Einheit stattfindet, ist das, als hätte man den den Beibringteil ausgegliedert. Und jetzt kommt es aber extrem auf die individuelle Betreuung an. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr Zeit. Wenn Schüler und Studenten den Inhalt gesehen haben, dann kann es doch sein, dass Fragen aufkommen. Das ist nur logisch. Ich meine, meine Kommentarsektionen sind nicht gerade leer. Und diese Fragen brauchen eine Antwort. Diese Fragen muss man dann teilweise genauer untersuchen und die führen dann wirklich zu dem Verständnis, das man sich eigentlich wünscht. Zu einer kreativen Lösung für komplexe Probleme. Die Lehrer werden also durchaus gebraucht, könnten sich so aber wieder individueller auf ihre Schüler einstellen. Und ja, ich sage hier, dass man mehr Lehrer insgesamt braucht. Das ist zumindest bei denen, mit denen ich gesprochen habe, auch übrigens das gewesen, warum sie überhaupt erst Lehrer werden wollten. Dieses Konzept hat sogar einen Namen und nennt sich Inverted Classroom und wird bereits von einigen Unternehmen und Hochschulen so angewandt. Ich unterrichte auch an einer Hochschule und da funktioniert das. Zumindest wenn die Studenten sich die Videos vorher ansehen, ziemlich gut. So, und dieses gesammelte Wissen habe ich nun genommen und eine Lernplattform in der ersten Version rausgemacht. Meine Academy. Sie versucht so viel wie möglich davon euch zu geben und umzusetzen von dem, was ich gerade gesagt habe, auch wenn ich natürlich erstmal nur den Informatikteil geben kann. Auf der Academy könnt ihr sehen, was für euch persönlich sinnvoll wäre als nächstes zu lernen, je nachdem, was ihr machen wollt. Das habe ich versucht zu automatisieren. In einem Skilltree, den ich mit vielen Informatikern durchgesprochen habe. Er ist zwar noch lange nicht vollständig, aber das kommt noch. Ihr könnt meine Kurse dort ansehen, völlig kostenlos. Ihr könnt euch aber auch einen Coach buchen, der euch individuell betreut, sozusagen für Erwachsenenbildung oder auch für Schulbildung. Ihr könnt Webinare besuchen und es gibt auch natürlich schon einige Aufgaben, zum Beispiel über die Coding Challenges. Das Wichtigste ist allerdings mein Aufruf an all die Lehrer, Dozenten und die es werden wollen da draußen. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne selbst auf der Academy unterrichten. Ich will das nicht alleine machen, sondern mit euch gemeinsam. Ich will das hier gemeinsam mit allen machen. Mein Ziel ist es, Menschen Bildung weiterzugeben und das schafft man nicht alleine, sondern als Team. Speziell die Lehrer bitte ich, sich nochmal bei mir zu melden. Irgendwie. Ich möchte euch mit der Plattform eine Lösung bieten, die ihr wirklich im Unterricht nutzen könnt. Dafür ist aber wichtig, dass ich alles für euren Lehrplan Relevante abbilde. Meldet euch deswegen sehr, sehr gerne bei mir, damit ich eben die Inhalte erstellen kann, die noch fehlen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust mitzumachen. Und macht euch um die Kosten keine Sorgen. Für die anderen Videos, die auf YouTube sind, zahlt ihr ja auch nichts. Übrigens, grundsätzlich habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mithelft, alles, also nicht nur die sowieso kostenlosen Kurse, sondern auch Webinare und Coachings komplett kostenlos zu machen. Und das, obwohl es außer durch YouTube keine Werbung gibt. Mehr dazu in diesem Detailvideo, das ich in der Endkarte dann verlinke. Auch für Firmen haben wir Inhalte, denn gerade Mitarbeiter aus Firmen möchte man doch eher behalten und nicht hire and fire je nach Kompetenz. Aber dafür muss man sie weiterbilden. Wir können auch exklusive Webinare anbieten und unsere Kurse für euch erweitern. Meldet euch, wenn ihr sowas braucht. Und damit haben wir, denke ich, erstmal alles abgedeckt, was ich vorgestellt habe. Ich habe noch so viele Ideen, aber ihr könnt die Plattform in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, schon nutzen. Sie ist live, wenn ihr dieses Video hier seht. Auch eine App ist gerade in Arbeit und sollte in den nächsten Tagen für euch dann im App Store verfügbar sein, beziehungsweise im Play Store. Aber um das klarzustellen, weder sind die Inhalte der Academy fertig, noch die Academy selbst. Ich habe zig Ideen, was man noch alles tun kann, was man noch alles tun sollte, um die Bildung nochmal zu verbessern. Und auch inhaltlich ist noch wahnsinnig viel geplant. Ich freue mich auf die Zukunft und auf die Zusammenarbeit mit euch allen. Danke, dass wir jetzt gemeinsam wirklich was bewegen und uns nicht einfach immer nur beschweren.